So, hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Videokanal von XXL Modell Helikopter. Heute will ich euch mal was zeigen, was ich in der Vergangenheit so verbrochen habe. Und das war die Zeit der Drohnen und das war die Zeit der Videogimbal und Filmer. Das gibt es ja auf meiner Internetseite immer noch zu sehen, dass ich sowas gemacht habe. Und ich will euch nur mal zeigen, wie in etwa die Sachen ausgeschaut haben. Das ist also so ein typisches Gimbal-System, das man aus Carbon macht, ganz leicht. Da wird eine Kamera drauf montiert und dann kann man damit rumlaufen und das Ganze wird stabilisiert. Das wird inzwischen im großen Stil aus China angeboten von allen möglichen Herstellern. Deswegen auch der Grund, warum ich das nicht mehr mache. Das hat sich nicht mehr gelohnt. Ist aber ein recht interessantes Betätigungsfeld gewesen. Das gab es auch in ganz klein. Das war jetzt mehr für die Multicopter-Szene. Solche Teile. Das sehen wir auch hier. Das ist ebenfalls Multicopter, mehrfach beweglich. Das sind also 3 Achsen und wird von einer Elektronik stabilisiert. Dafür gab es früher sogenannte Gimbal-Motoren, Brushless-Motoren sind damals aufgekommen. War eine recht interessante Tätigkeit. Wir haben dann auch noch größere gemacht. Das zum Beispiel ist ein extrem leichtes Teil, hat aber nur 2 Achsen. Man sieht schon, die Fertigung bei mir im Haus ähnelt den Hubschraubermechaniken. Auch hier oben Befestigung mit Gummilagern, damit die Vibrationen rausgehen. Dann haben wir noch einen Teil, etwas größer. Es war ein Gimbal-System für eine Profi-Filmkamera, nennt sich Red Epic. Wird am Hubschrauber montiert. Wir haben das dann mit Hubschraubern geflogen. Oder die erste Version. Das ist ein Gimbal, der auch gesteuert wird, aber hat eine eingeschränkte Bewegung und hat starke Getriebemotoren. Also hier kann man sehr große Kamerasysteme damit stabilisieren. Ist trotzdem eine sehr leichte Konstruktion mit vielen Normteilen und das Ganze war damals, ich sage jetzt mal, relativ preiswert zu haben bei mir, während die Industrie damit Preisvorstellungen hatte, die nicht meinem Verständnis für Wertigkeit entsprechen. Aber es ist ein Thema, das ist abgeschlossen. Ich wollte es nur mal hier anbringen, damit man weiß, warum das auch auf meiner Webseite steht. Sollte jemand so etwas benötigen, kann man sich überlegen, oder werde ich mir überlegen, wenn er auf mich zukommt, ob ich das für ihn bauen werde. Also, wenn ihr noch mehr von solchen Sachen sehen wollt oder Interesse habt an dem, was ich in früheren Jahren, ich sage mal die letzten 20 Jahre so gemacht habe, dann schreibt mir bitte in die Kommentare. Wir werden uns überlegen, hierzu Videos zu machen, vielleicht auch zu großen Industriedrohnen, die ja nach wie vor mein größtes Thema waren bis vor 10 Jahren. Also da geht es um Gewichte bis 150 Kilo, ist kein Problem. Oder machen wir einfach einen Kanal mit rein Modellbau-Scale. Lasst es wissen, schreibt es in die Kommentare. Also wenn es euch diesmal gefallen hat, dann liked, abonniert mich und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, gerade eben besprochen, schreibt es in die Kommentare. Danke und tschüss.